FWC steht kurz vor der Tür und hier kommen nochmal 5 plus ein Geheimtipp und Tricks, wie man den FWC-Start wirklich perfekt ausnutzt. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und gehen rein in den allerersten Tipp. Der erste Tipp ist das Abusen von Power Scroll. Wir bekommen das auf jeden Fall von Präregister einmal geschenkt. Falls ihr das nicht gemacht habt, würde ich euch auf jeden Fall noch empfehlen, solange wie es geht. Wir simulieren das Ganze hier mal mit der Global Launchbox. Und zwar haben wir hier dann auch einmal eine Power Scroll drin. Die Power Scroll gibt Flat Stats dazu. Das ist einmal HP 150 und einmal Attack 100 auf der Stufe 1. Das Interessante an Power Scroll und was man abusen kann, ist, dass sobald es einmal aktiviert war und dann abgelaufen ist, bekommen wir eine Charged Power Scroll, also eine stärkere Variante davon. Die gibt dann 200 Attack und 300 HP. Sobald diese dann abgelaufen ist, bekommen wir eine noch stärkere, und zwar eine Supercharged Power Scroll mit 300 Attack und 600 HP. Und gerade diese Flat Stats, das heißt, die skalieren nicht mit Attack-Prozent-Steigerungen durch eine Sockelung in der Rüstung, oder auch die HP skaliert nicht mit Grellet Eel zum Beispiel, sind im Endgame eher weniger relevant, würde ich sagen, aber dafür im Early Game, also zum Start von FWC zum Beispiel, wirklich sehr, sehr stark, weil sie unsere Attacks ja quasi verdreifachen, vierfachen, fünffachen, je nachdem, wie weit wir es damit treiben. Und um wirklich die volle Power gleich am Anfang nutzen zu können, können wir einmal die Power Scroll aktivieren. Und den Buff-Peng können wir uns einmal die Anfänger-Buffs geben lassen. Dann können wir hier einmal ganz kurz leveln. Sehen dabei, okay, schon mit der ersten Variante one-shotten wir die A-Bits. Das ist absolut gar kein Problem. Wir können hier natürlich noch ein bisschen die Ampli aktivieren, um quasi das FWC-Feeling zu bekommen. Und jetzt einfach ein bisschen zum Showcasen etwas schneller zu sein. Die Captain A-Bit, die werden wir noch nicht one-shotten, weil wir halt wirklich nur diese 100 Hits damit plus machen. Also normalerweise würden wir 20er Hits machen. Jetzt machen wir 120er Hits. Das sehen wir auch hier bei Mushpang, 120er Hits. Und auch bei Burudeng sehen wir, dass wir hier 111er, 110er Hits machen. Auch wenn wir jetzt noch ein bisschen STR dazu geben, sehen wir, dass STR unseren Angriff jetzt nicht so stark steigert, wie es die Power Scroll gemacht hat. Interessant wird es jetzt, wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen abusen wollen. Das heißt, wir können mit Doppelklick auf die Power Scroll einmal canceln, dann ist sie deaktiviert. Und wir haben jetzt im Inventar die Charge Power Scroll. Die gibt uns jetzt, wie gesagt, 200 Attack und 300 HP, macht uns etwas stabiler durch die höhere HP, aber unser Attack ist eben auch plus 200 nun. Und da sehen wir, anstatt die 138er Hits, machen wir jetzt 230er Hits. Also wir haben halt diese Flat 100 Attack mehr drauf bekommen an Damage. Das ist halt zum Early Game wirklich sehr, sehr stark. Später, wenn man 5k Schaden macht, wenn man 6k Schaden macht, dann ist das halt nicht mehr so signifikant. Daher kann man wirklich sagen, man kann die Power Scroll hier im Early Game wirklich voll ausreizen, meiner Meinung nach, und auch ein bisschen verschwenderisch damit umgehen, um halt wirklich am Anfang den besten Progress Speed rauszuholen. Was jetzt von mir ein absoluter Geheimtipp ist das Abusen von Power Scroll mit dem Skill Flurry. Das ist ein Multi-Hit-Skill, der wie ganz normale Hits funktioniert. Das heißt, wir sehen hier einmal im Vergleich unsere normalen Auto-Attacks, die wir jetzt hier machen mit den Anfänger-Buffs. Wenn wir jetzt aber Clean Hit einmal auf 3 machen, das müssen wir am Minimum machen, um Flurry freizuschalten, können wir den nun so weit upgraden, wie es geht. Jetzt aktuell mit Level 5 geht das maximal auf Skill Level 5. Und wenn wir ein paar Level jetzt gemacht haben, können wir das auf jeden Fall noch erhöhen. Um Flurry zu aktivieren, müssen wir als erstes Clean Hit in den Action Slot reinziehen. Und dann können wir hier 1-, 2-mal Flurry mit reinmachen. Und jetzt vergleichen wir einmal den Auto-Attack Kill Speed. Und danach werden wir gleich nochmal den Skill casten, um wirklich zu zeigen, wie signifikant schneller wir damit sind. Und zwar geht es jetzt los. Action Slot, zack, 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 bumm, tot. Das ist ein extremer Killspeed durch Flurry und der Power Scroll, ohne jetzt wirklich großartig was reingecached zu haben. Das ist jetzt wirklich einfach nur mit den Anfänger-Buffs, den ganz normalen, die man sich abholen kann, plus einmal die Präregister-Box mit der Charged Power Scroll. Wir können das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben, indem wir jetzt mit Level 5 sogar schon zu La Wolf gehen. Und einmal die Charged Power Scroll deaktivieren. Und dann bekommen wir die Supercharged Power Scroll mit plus 300 Attack und 600 HP. Macht uns wesentlich tankiger. Anstatt 258 haben wir jetzt 858 HP und 300 mehr Attack.
Jetzt warten wir einmal ganz kurz, bis die FP vollgeladen sind und wir ein kleines bisschen HP haben, falls wir 1, 2 Hits abkriegen. Aber ich kann euch schon mal sagen, das wird sehr, sehr OP sein mit Level 5, ohne irgendwas gecached zu haben oder weitere Power-Ups. Nur die wir gestellt bekommen haben, können wir schon gleich die Level 13er La Wolf hitten gehen. Was ihr zum Beispiel noch usen könnt, um wirklich sehr effektiv und effizient gleich auf Level 15 zu leveln und nicht auf FP-Refresh warten zu müssen oder FP-Potions nutzen zu müssen, ist von der FWC Präregister gleich noch die Vita Drink X zu nutzen, die man auch gestellt bekommt. Dann hat man das FP-Problem nicht. So, jetzt gucken wir uns das einmal an mit Flurry. Wir sind Level 5 nur, ohne irgendwelche Cache-Sachen. Und hitten einmal den La Wolf tot. Easy peasy, lemon squeezy. Zeigen wir hier gleich nochmal. Ne, wir müssen jetzt natürlich warten wegen den FP. Das ist ein bisschen der Nachteil. Daher ratsam, das habe ich jetzt hier leider nicht gestellt bekommen, ist das Vita Drink X zu benutzen, um keine FP-Probleme zu haben. Aber wir sehen, dass das hier halt wirklich locker machbar ist. Hier ist nochmal ein La Wolf. Zack, 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 zack. Und schon ist er tot. Und wir sind Level 6. Dann können wir hier Flurry nochmal ein bisschen erhöhen. Können nochmal gucken, was bringen hier 2 Level mehr. Wir haben auch gleich wieder volle FP durch das Level Up. Und sehen, dass wir den hier easy peasy runterbuttern. Ja, das war Tipp Nummer 1. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir gehen weiter in Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 richtet sich eher an die Cacher von euch. Und zwar die eine eigene Party ziehen wollen. Denkt vielleicht drüber nach, Scroll of Permanent Party zu benutzen. Weil wie ärgerlich wäre es, wenn ihr gerade zum Anfang die Party hochzieht und ihr seid schon kurz vor Link Attack, benutzt Link Attack, kurz vor Giftbox und auf einmal kommt ein DC. Ein Server muss restartet werden, man kann sich nicht vorher irgendwie schnell noch die Scroll kaufen oder irgendwie sowas und es ist unerwartet alles und die Party ist unerwartet gelöscht worden. Mit einer Scroll auf Permanent Party kann euch das nicht passieren. Ich würde sagen, zum Serverstart könnte man das theoretisch schon mal benutzen. Danach vielleicht nicht unbedingt mehr, da die Wahrscheinlichkeit dann auch gut gesunken ist, wenn die Server schon stabil laufen, 1, 2 Tage, dass sowas noch vorkommen kann. Aber gerade in den ersten 1 bis 6 Stunden würde ich sagen, kann das definitiv passieren, dass unerwarteterweise alle D10 und ein Server restartet werden muss. Also für die Bock haben, eventuell mal drüber nachdenken, ob man die Permanent Party das mitnimmt, ob einem das natürlich auch wert ist. Und schon sind wir bei Tipp Nummer 3 und der kommt wahrscheinlich leider etwas zu spät für den einen oder anderen von euch. Es tut mir sehr leid, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Für die schon früher bei den Streams dabei waren, die wissen ungefähr, worum es geht und haben da vielleicht auch schon ein bisschen gegensteuern können. Und zwar gibt es das Problem, wenn ihr top-uppen wollt, also cashen wollt, dass ihr das mit einem neuen Account, ich glaube um die 10 Tage oder 7 Tage nicht machen könnt. Daher, falls ihr euch präregistriert habt und einen neuen Account erstellt habt, um halt diesen Global Release Gift Box zu bekommen mit der Lucky Black Glass Box, den Elixieren, den Aqua Cherub Rings, der Ampli Scroll ES und der Power Scroll, den man geschenkt bekommt, kann es halt wirklich sein, ihr müsst euch im Klaren sein, dass man dann zum Release eventuell nicht cashen kann. Ihr könnt dann keine FWC Flask benutzen und auch sämtliche anderen Items, sondern seid erstmal für ein paar Tage gesperrt. Das hat den Hintergrund, dass das früher abused wurde, dass sich ein neuer Account gemacht wurde auf dem FWC 2023 war das damals und da wurden dann getoppt up. Und viele Ingame-Sachen, die sehr teuer waren, für mehrere tausend Euro umgerechnet, wurden Ingame gekauft. Die Leute wurden ausbezahlt, zum Beispiel für Asmodan-Skins, die waren sehr teuer. Die Spieler wurden ausgezahlt mit zum Beispiel Scroll of Art Protect, 1000 Dinger oder sowas oder noch mehr. Und danach wurde über den neuen Account, wo das ausbezahlt wurde, über PayPal das Geld wieder zurückgezogen, wodurch dann der Account gesperrt wurde und alle Accounts wurden gesperrt, die mit denen getradet haben. Da konnten natürlich die Spieler nichts dafür und es war ein riesen Desaster damals gewesen und seitdem ist eine Sperre für mehrere Tage drin. Falls ihr einen neuen Account macht, dann könnt ihr nicht top-uppen und daher solltet ihr abwägen, ob diese Global Event Box das halt wirklich wert ist oder ihr nicht einfach einen alten Account, falls ihr es habt, zum Präregistern benutzt und zum Spielen, dass ihr halt auch die FWC Flask und ähnliches gleich zum Start auch benutzen könnt. Tipp Nummer 4 ist: Kauft kein CS-Pad, kauft kein CS-Board. Falls ihr das plant, die kosten jeweils 1 KF-Coins. Das heißt, wir sind da bei einem Charakter schon schnell bei 2 KF-Coin. Falls ihr noch einen zweiten Charakter damit ausstatten wollt, sind wir schon da bei 3 bis 4 KF-Coin. Stattdessen kauft Beginner Package A. Das können wir hier im Flive Shop einmal finden, indem wir Beginner Package A eingeben. Das kostet 1012 F-Coins, also ungefähr genauso viel wie ein CS-Pad. Wir haben hier drin allerdings enthalten 5 Ampli Scrolls,
eine Beginner Flying Box 30 Tage. Hier drin ist ein CS-Board für 30 Tage drin. Genauso haben wir hier ein Beginners Pickup Pad Box für 30 Tage. Das heißt, hier ist ein Random CS Pad für 30 Tage drin. Ist 30 Tage problematisch? Nein, ist es überhaupt nicht. Denn nach 30 Tagen, wenn ihr wirklich halbwegs aktiv spielt, ist auch die Inflation vom Server schon so hoch, dass ihr euch mit eurem Geld, was ihr farmt, ein CS-Pad im Cash-Up kaufen könnt für Penya. Wenn wir bei Limited Offer sind, gebt ihr einfach Penya Only ein. Und habt dann hier, oh, wo hat sie sich versteckt? Hier oben, eine Baby Giggle Box, 15 Tage. Die hat sogar 200% Loot Speed. Das heißt, sie ist schneller als ein normales Cash-Up CS-Pad und kostet 14 Millionen Penya. Das heißt, es ist ungefähr 1 Million Penya am Tag, die dieses CS-Pad kostet. Und nach 30 Tagen ist das wirklich absolut unproblematisch und sollte jeder von euch innehaben. Ist nur so ein kleiner Tipp von mir. Ihr könnt es natürlich selber, falls ihr sagt, oh nee, ich möchte genau dieses CS-Pad wegen Skin und so, dann go ahead, nimm's natürlich. Aber ihr habt hier halt wesentlich mehr Value bei der Beginner-Box. Denn wir haben hier abgesehen von dem CS-Board, was auch noch drin ist für 30 Tage, auch noch ein 30 Tage Extra-Bag. Das sind auch nochmal 300 F-Coins, 5 Vital Drink X oder Refresher Hood, Torch of Rowan. Damit könnt ihr in Dungeon und sowas die Map sehen. Relativ uninteressant, wenn ihr mich fragt. Und nochmal 5 Power Scroll. Ich würde sagen, allein das ist auch nochmal 500 F-Coin. Also das ganze Value hier drin ist wirklich sehr, sehr gut. Und wenn ihr sogar noch wirklich stabilen Progress macht und innerhalb von 30 Tagen Red Meteonica farmt, zum Vergleich, ich habe das letzten FWC, ich glaube 7 oder 8 Tagen das erste Mal gemacht. Ist natürlich aber auch Cacher-mäßig relativ schnell unterwegs gewesen. Aber falls ihr innerhalb von den 30 Tagen schafft, schon Red Meteonica fleißig zu farmen, könnt ihr da eine Red Flying Cloud droppen, die wie ein CS-Board fungiert und den gleichen Speed habt. Und so habt ihr euch auf jeden Fall einige F-Coins gespart, im Vergleich zu, wenn ihr einfach CS-Board und CS-Pad so kauft. Und wie gesagt, Amplis habt ihr noch mit drin, Back habt ihr noch mit drin, Power Scroll habt ihr noch mit drin. Also Beginner Package A, meiner Meinung nach ein wirklicher Win. Und da könnt ihr nochmal etwas F-Coins sparen und für bessere Sachen ausgeben. Tipp Nummer 5 hat nochmal was mit den Cash-Up-Interaktionen zu tun. Ja, ihr kennt mich, es geht alles immer nur ums Cash-Up und ums Cashen. Aber denkt dran, auf dem FWC-Server könnt ihr Cash-Up-Items erst ab Level 30 traden. Also auch für euren FS bzw. RM könnt ihr erst CS-Sachen auf ihn rauf traden, zum Beispiel Speedset, Power-Ups oder ähnliches, wenn er Level 30 ist. Vergesst das auf jeden Fall nicht, teilt demnach eure F-Coins und Top-Ups ein bisschen auf, dass er seine Sachen schon habt. Nicht, dass ihr dann irgendwie denkt, weil den Fehler habe ich auf jeden Fall schon gemacht, die letzten FWCs davor, dass ich alles auf dem Main gecached habe und dann wollte ich das rüber traden. Zum Beispiel halt das Speedset. Ging aber erst, nachdem mein RM oder FS Level 30 war. Also, seid schlau, macht nicht die gleichen Fehler. Und nun kommen wir zum letzten und wirklich krassesten Tipp überhaupt. Und zwar, falls ihr mittelmäßigen guten Content am FWC Release-Tag genießen wollt, dann würde ich euch herzlich einladen, bei mir im Stream auf Twitch vorbeizuschauen. Ihr könnt natürlich auch bei YouTube vorbeischauen, ist gar kein Problem. Allerdings veranstalte ich über Twitch einen Subathon. Das heißt, für die Subathon nicht kennen, für jede Donation, für jeden Sub, für jede Art von Bits, verlängert sich mein Stream. Und ihr könnt quasi so entscheiden, wie lange der Stream gehen soll zum FWC. Open End, theoretisch. Und falls ihr sagt, hey, deine FWC-Vorbereitungsvideos, die haben mir wirklich sehr geholfen oder wenigstens der Content hat mich sehr gut unterhalten. Für eine kleine Unterstützung wäre ich da auf jeden Fall dankbar. Ihr bekommt, wie gesagt, auch mehr Streaming-Time dann zurück. Seht wahrscheinlich den Max nochmal ein bisschen in anderen Situationen, gerade wenn er lange online sein muss. Und ich wäre da wirklich für jede Unterstützung sehr, sehr dankbar. Und würde euch, wie gesagt, sehr einladen, bei mir im Stream vorbeizuschauen über Twitch. Denkt bitte dran, falls ihr über YouTube irgendwie zuguckt, YouTube Live, Spenden sehe ich da nicht unbedingt. Das ist halt schwierig zu sehen über den YouTube Live-Chat, dadurch, dass ich das auf einem Multi-Chat alles sehe und die sind da nicht mit drin. Plus geht der Subathon halt wirklich nur über Twitch und Interaktion über Twitch. Also bitte nicht verärgert sein, falls ihr dort irgendwie eine Unterstützung da lasst. Es kann sein, dass ich da das eventuell verpasse. Schreibt es dann eventuell in dem Chat einfach nochmal rein, dass ich das besser sehen kann. Und vielleicht kann ich das manuell dann irgendwie beim Subathon mit einfügen. Ansonsten bin ich über jede Unterstützung wirklich sehr, sehr dankbar. Freue mich über jeden einzelnen von euch, egal ob er aktiv oder passiv mit
am Stream teilnimmt. Und ich würde sagen, die Vorfreude ist da und auf eine gute Zeit mit euch. Vielen Dank für den Support, Leute. Und wir sehen uns beim FWC-Stream. Ich bin schon gleich ab in der Früh zur Serverwartungszeit am Start. Und bis dahin, Leute, haut rein und tschüssi.